Wir malen mal wieder ein Aquarellbild gemeinsam. Ich habe mich mal wieder an eine Landschaft getraut. Das ist jetzt mein zweites Aquarellbild, welches ich male, wo ich versuche, eine Landschaft abzumalen. Und dieses Mal bin ich es etwas anders angegangen. Ich hatte ja einen 3-wöchigen Malkurs in der VHS Korneuburg und das Thema war ja rein Aquarell, für mich ja komplett Neuland. Aber ja, ihr wisst ja, ich challenge mich einfach selbst gerne. Ja, wenn etwas einfach wäre, dann ja, wäre es wahrscheinlich nicht das Richtige für mich, auch wenn ich mir oftmals wünsche, kann etwas nicht einfach einmal funktionieren, kann etwas nicht einmal leicht gehen, aber wenn ich dann vor der Wahl stehe, dann sage ich nicht nein bei einer guten Herausforderung. Ja, also ich habe mir das Bild hergenommen. Unsere Vortragende hat ja in der zweiten Einheit unseres Malkurses verschiedene Landschaftsbilder mitgebracht und sie aufgelegt. Und ich habe mich dann nicht entscheiden können, habe mir gedacht, okay gut, ich nehme mir für die Einheit ein Bild vor, was ich mal, aber ich nehme mir mehrere Bilder mit, die ich gerne zu Hause nachmalen möchte. Und heute war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, ich nehme eins dieser Bilder her und versuche das abzumalen. Dieses Mal bin ich das aber etwas anders angegangen, weil mir die Kombination aus Tusche und Aquarell sehr gut gefällt, wobei ich nach diesem Bild noch das Gefühl habe oder während des Malens sogar noch das Gefühl hatte, irgendwas fehlt da noch. Also ich glaube, ich werde noch in bunte, wasserfeste Feinliner investieren, weil die obere Hälfte des Bildes ist mir wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach. In Anbetracht, wie gesagt, Aquarellanfänger. Aber die obere Hälfte, das mit dem Himmel und mit der Sonne, das ist mir, finde ich, ganz gut gelungen. Auch das mit den Bergen, die Kontur und der Farbverlauf, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Für das, dass ich das erst seit ein paar Wochen mache. Also ich bin da eigentlich ganz stolz auf mich, was ich da für Fortschritte mache von Woche zu Woche. Und ich bin auch stolz auf mich, dass ich da dranbleibe und das mir so Spaß macht und ja, ich wirklich dranbleibe und zu Hause weiter übe. Aber wenn es dann darum geht, ein Feld zu malen, Wiese, Grashalme zu malen, da tue ich mir schon schwer. Ja gut, es ist mein zweites Bild, keine Sache, ja, also ihr merkt es, also ich habe schon irgendwie einen hohen Anspruch an mich selber. Ich mache die Sachen, die ich mache, halt gerne gut, auch wenn ich mir denke, ja gut, experimentiere einfach einmal ein bisschen und lass dich einfach da mal ein bisschen leiten, folge deinem Gefühl, schau, was dir da in den Sinn kommt und probier es einfach aus, ja. Aber im Endeffekt, wenn ich etwas ausprobiere und es gefällt mir dann nicht, denke ich mir, gefällt mir irgendwie nicht, ja. Aber ich muss natürlich auch die Sachen rauspicken, die mir gut gelungen sind, die mir gut gefallen. Also die obere Hälfte, das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Idee, dass ich als erstes einmal mit den Tuschestiften gewisse Konturen zuerst einmal zeichnen wollte. Die Bäume zum Beispiel, die Kontur mit der Landschaft hinten, das habe ich erst einmal irgendwie so ein bisschen zusammengerickselt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein intuitiver Gedanke, ein Impuls, der mir gekommen ist und den ich ausprobieren wollte. Und dann bin ich schon einmal gestartet mit meiner Palette. Das mit dem Farbmischen, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Da bin ich auch schon viel, viel freier im Ausprobieren und einfach einmal machen. Ja, auch das mit der Nass-in-Nass-Technik und mit dem Farbverlauf und dem Himmel, das funktioniert auch schon relativ gut, würde ich mal sagen. Wenn man sich bedenkt, wie ich angefangen habe mit meinen ersten Himmelsversuchen, ja. Bin ich schon ganz zufrieden, wie das jetzt da gelungen ist, auch mit der Kontur von den Bergen, das gefällt mir auch schon ganz gut. Man muss sich ja auch die Sachen rauspicken, die einem gut gelungen sind und man darf ja auch keine Quantensprünge erwarten, gell? Auch wenn man sich selbst gern herausfordert. Ja, am Ende des Bildes, ich habe mir dann gedacht, das ist mir nicht so gut gelungen, soll ich das wirklich zeigen? Ja,
das ist der echte Fortschritt. Ja, und natürlich kann nicht von einer Woche auf die andere oder von einem Bild aufs andere plötzlich ein 1000-prozentiger Unterschied passieren, ja. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Beispiel. Das Feld ist mir nicht gut gelungen, da muss ich auch einmal bei nächster Gelegenheit einmal fragen, wie man das irgendwie besser machen kann. Ich hätte jetzt die Idee gehabt, eventuell mit bunten Feinlinern da vielleicht noch mehr Struktur in die Grashalme zu bringen. Auch wenn Aquarell oftmals mehr so nass in nass verschwimmen ist und mehr abstrakt ist oder mehr Farbspritzer ist. Ich habe meinen eigenen, wie soll ich sagen, ich habe so ein inneres Bild oder einen inneren Sog, wie ich etwas gerne machen möchte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, als würde so ein innerer Maler in mir so das Tempo angeben, den Weg angeben, die Fahrt angeben. Ja, ich bin einfach nur so die Hand, die den Pinsel hält und ein bisschen in die Farbe eintaucht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, der innere Maler in mir, der weiß schon ganz genau, was er malen möchte, wie er malen möchte, welchen Stil er gerne malen möchte. Und auch da sehe ich wieder, ich mag gerne etwas, was fern von der Masse ist. Ich mag gern Dinge, die so ganz anders sind, als die anderen machen. Keine Farbspritzer, kein abstraktes Malen, keine Wischiwaschi und da lasse ich einmal frei, wie das viele Aquarellkünstler machen. Ich merke einfach, ich bin nicht so ein Künstler. Vielleicht werde ich mal so ein Künstler, wer weiß, ja? Man kann ja nie wissen. Aber vom Gefühl her weiß mein innerer Maler schon sehr gut, beziehungsweise hat er schon, glaube ich, eine gute Vorstellung, was er für ein Künstler sein möchte, wie er malen möchte, was er malen möchte. Und ich habe eigentlich hätte ich vorgehabt, dieses Mal mit euch auf die Aussichtsplattform rauf zu gehen, mich dorthin zu setzen und dort die Landschaft zu malen, die ich sehe. Leider hat das Wetter überhaupt nicht mitgespielt. Ich wollte das am Freitag machen und dann hat es plötzlich geschneit. Wie verrückt ist das bitte? Von einem Tag auf den anderen. Oder am Donnerstag hat noch die Sonne gescheint. Ich bin draußen im Garten gesessen und am Freitag hat es plötzlich geschneit und es war eiskalt. Und genau an dem Tag wollte ich mit euch raufgehen und eben dieses Live-Landschaftsbild eigentlich malen. Ja, das, was mein Auge sieht, das Malen da oben, ja, in der Ruhe, im Sonnenschein. Hat nicht sollen sein, ne? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also das werden wir sicher mal gemeinsam machen. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich das Bild abgezeichnet habe und versucht habe, meinen eigenen Stil reinzubringen. Aber wie gesagt, das mit den Landschaft, also das mit den Feldern und Grashalmen malen, ich male halt gern so das, was ich sehe. Mein Anspruch an mich selber, am liebsten wäre es mir, ich könnte so das malen, das wiedergeben, was mein Auge sieht, was mein Auge wahrnimmt. Ja, auch wenn man sagt, im Aquarell macht man das nicht so. Aber ich würde es halt gerne so machen und so ausprobieren. Naja, ich habe dann halt immer mehr probiert beim Feld. Ja. Also die obere Hälfte war ja schnell erledigt und da war ich auch relativ rasch zufrieden mit dem Ganzen. Da wollte ich dann auch gar nicht mehr dazwischen reinpfuschen. Was ich dieses Mal aber für mich auf jeden Fall entdeckt habe, ist das mit dem Föhn zwischendurch föhnen, dass die Schichten zwischendurch schneller trocknen und dass man da auch kontrollierter mit der Farbe umgehen kann und auch besser kontrollieren kann, wo rinnt die Farbe hin, weil wenn es zwischendurch warten muss, du bist ungeduldig, du willst weitermalen, die Farbe ist noch überhaupt nicht trocknet, ja, das Papier ist vielleicht noch total feucht und dann verrinnt da die Farbe unkontrolliert und dann, ja, hast schon verloren im Endeffekt, ja. Aber auch hier habe ich gemerkt, ich habe beim Feld versucht, ein bisschen so da noch ein bisschen und dort noch ein bisschen und dann habe ich mir überlegt, welches Gefühl möchte ich transportieren? Ja, das ist ein bisschen vom orangenen Sonnenuntergang, das hätte ich noch gerne irgendwie so ein bisschen auf dem Feld aufgegriffen und gespiegelt, aber irgendwie, ich war echt nicht zufrieden, wie das Feld rauskommen ist. Ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht beim Malen, wie schaffe ich das rüberzubringen? Wie schaffe ich das wirklich, die Struktur der Grashalme rüberzubringen, dieses sonnengeküsste Feld wiederzugeben, dass man das Gefühl hat, man schaut da drauf und man merkt so, das Feld ist wirklich sonnengeküsst.
Man fühlt richtig die Wärme, wenn man sich das Bild anschaut. Bei mir ist es so, ich möchte gerne Emotionen transportieren. Ich möchte das wiedergeben, was ich sehe, aber ich möchte auch eine Emotion transportieren und wiedergeben. Eben bei diesem Bild wollte ich einfach die Wärme der Sonnenstrahlen, die letzte Wärme, bevor die Sonne untergeht, wenn es noch richtig schön warm ist, das wollte ich wiedergeben. Ja? Und irgendwie dieses sonnengeküsste Feld, das hätte ich gern transportiert. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft und ich glaube, irgendwann muss man beim Aquarell das einfach gut sein lassen. Weil ich habe dann gemerkt, da war dann ein Wasserrand da, das ist dann nicht mehr so schön geworden. Ja, da ist da vielleicht eine zu harte Kante. Und dann auch, welche Farben verwende ich? Ja, welche Farben verwende ich? Und dann kam mir die Idee, um die Struktur hier hineinzubringen, weil das mit der schwarzen Tusche, mit den Bäumen, das gefällt mir im Hintergrund ganz gut, ist ein schöner Kontrast. Diese harte Struktur von der Tusche und im Hintergrund dieses Verwaschene mit dem Aquarell. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann haben wir da unten einfach das Wischiwaschi-Feld. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich möchte mir ja auch was Positives mitnehmen. Eben das mit dem Föhn zwischendurch trocknen. Farben mischen geht schon ganz gut. Himmel, Sonne, nass in nass geht ganz gut. Ja. Das mit der Tusche, mit den Stiften, das hat mir auch ganz gut gefallen. Das wird so, glaube ich, mein Stil. In die Richtung werde ich sicher öfter was machen. Aber wie ich es schaffe, wirklich ein schönes Feld zu malen, das weiß ich noch nicht. Aber es wäre ja auch fad und langweilig, wenn man schon im Vorhinein wissen würde, wo möchte man hin, wie entwickelt man sich dorthin, wie schaffe ich das wirklich, das so rüberzubringen. Ne? Es ist ja auch Learning by Doing. Der Malkurs war nur 3 Einheiten, wie man das wirklich, vor allem viele Menschen haben ja auch unterschiedliche Ansichten, wie sie ein Bild malen wollen. Manche wollen vielleicht nur ein abstrakteres Bild machen, ja, gar nicht das rüberbringen, was sie sehen, sondern eine eigene Interpretation davon machen. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Stile. Und dann muss man halt auch jemanden finden, der vielleicht einem dabei helfen kann, der den gleichen Stil vielleicht malt und versteht, was du gerne malen und transportieren möchtest und dir dann dabei hilft, dir den richtigen Tipp zu geben. Also ich bin gespannt, wie meine Reise da noch weitergehen wird. Ich werde da, glaube ich, einmal Ausschau halten nach wasserfesten Feinlinern, die bunt sind. Vielleicht werde ich dahingehend noch was ausprobieren, aber um einfach nicht unzufrieden aus dieser Malsession rauszugehen, weil das Malen an sich hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe die Kopfhörer aufgehabt, ich habe Musik gehört, meine Lieblingsplaylist auf Spotify und ich habe einfach probiert. Ich habe versucht und bin gescheitert, habe weitergemacht und habe mir trotzdem versucht, das Positive rauszupicken. Und wie habe ich letzte Woche noch gezeichnet und gemalt und wie habe ich es diese Woche gemacht. Und da möchte ich mir wirklich das Positive mitnehmen für mich. Und es wäre ja auch schon fad, wenn man sagt, ich bin schon perfekt, ich habe nichts mehr, wo ich mich verbessern kann. Und darauf freue ich mich schon, wie es in Zukunft weitergeht mit meiner Malreise.